5 Mopeds, kaum Vorbereitung und ein großes Ziel. Von Eisenach bis in die hohe Tatra, 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und mehr Pannen als Fahrzeit. Aber dafür ein Abenteuer voller unvergesslicher Momente. Wo Ersatzteile fehlen, beginnt die hohe Kunst des Fuschens. Mal gucken, wie wir das wieder repariert kriegen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich meine, wir sind Profis in sowas. Ja, wir müssen jetzt eine offene Kette bei dem machen und dann hoffen, dass keiner die abkriegt. Meinst du? Jetzt machen wir hier irgendwas, was Filter drüber, eine alte Socke oder so halt. Da kommt schon ordentlich was durch. Da kommt richtig was durch, ja, das war... Ja gut, das sollte nicht so sein. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen. Busch-Ratgeber präsentiert die Simson-Tour in die Tatra. Mensch und Maschine am Ende. Also, nur würde ich jetzt hier die Regenkarte einblenden. Denn wir sitzen auch gerade wieder im Zelt. Es ist jetzt kurz vor 10. Es regnet schon seit knapp 3 Stunden. Und es soll auch noch 2 Stunden regnen. Deswegen haben wir nichts Besseres zu tun, als im Zelt zu sitzen und dem Blödmann zuzuschauen, wie er in Clash Royale die ganze Zeit auf die Fresse kriegt. Und das ist sehr amüsant. Oh, die Sonne ist noch nicht da, aber es regnet nicht mehr. Und hier haben wir heute Nacht gepennt. Jonas hat da hinten, man sieht absolut gar nicht, sein Lager aufgeschlagen. Da. Die 2 kleinen Schlingel haben da gepennt. Wir haben da gepennt und wir hatten so dieses Tarp hier drüber gespannt. Natürlich beginnt es noch beim Losfahren direkt wieder zu regnen und zusätzlich macht Claras Vergaser wieder Probleme. Willst du mal dein Moped ausmachen? Das sind die Leute, die ihr Moped nicht unter Kontrolle haben. Hättest du es heute Morgen streicheln müssen. Was ist los? Da hat der Moped nicht gestreicht. Da hat der Moped nicht gestreicht. Nicht. Mein Problem ist mein Vergaser, der nicht will oder der Kacke macht oder der nicht richtig eingestellt ist. Was ist denn Kacke? Was passiert Scheiße. Er geht einfach aus. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwo verschluckt. Also ich weiß nicht, ob er dann zu viel hat oder zu wenig oder was sein Problem ist oder ob da Wasser drin ist. Weiß ich nicht. Er macht auf jeden Fall nicht das, was er soll. Gestreichelt? Ja. Die tägliche Streicheleinheit. Guck hier, halber Tritt. Warte. Oh ja, das schneide ich genau so rein. Ja. Okay, noch. Halt mal. Ich habe ja auch nur ganz entspannt reingetreten. Da unten links sieht man Wasser im Vergaser. Was glaubst du, wie sehr verfärbt sich die Pfütze, wenn ich das jetzt da reinklippe? Ich war nur mit meinem Fuß gerade eben da drin und da sind schon Schlieren. Ja. Falls das Video nochmal angeht, hat es nicht funktioniert. Falls nicht, hat es funktioniert. Ciao. Und so geht das jetzt den ganzen verfickten Tag lang. Ich hab richtig Bock. Der Mann hat eindeutig keinen Schaden genommen.
Wir sind hier wieder in unserem Kunststück am Tanken, kurz vor der tschechisch-deutschen Grenze. Und es stehen noch 218 Kilometer auf dem Tacho. Oh yeah. Gegen 16 Uhr passieren wir die deutsche Grenze und da Rohns Vergaser nicht ganz so möchte, wie er das gerne hätte, halten wir noch einmal an. Oh, apropos trinken! Ha, wir dürfen jetzt ja 05, ne? Oh ja! So, hier für die letzte Etappe, By the ne? way, ne? Also, ich will jetzt, Das gute ich will tschechische. jetzt die gute Laune nicht verderben, ne? Aber es ist 03. 05 zählt nur für Auto, für Motorrad ist trotzdem 00. Wir fahren ja auch nicht Motorrad. Ja. Mal leer die Pulle. Tornado! Warum ist echt dein Tankdeckel offen? Warum ich gerade den Vergaser da reingekippt habe? Die Tanne hat er wieder reingekippt. Ich weiß nicht, was Ich hab das ganze Wasser wieder reingekippt. Wie heißt Vergaser da das? reinschmeißen. Das Benzin. Ja. Ja, das, aber die. Aber es funktioniert tatsächlich. Wenn ich den Show komplett aufreiße am Berg runter, fährt er weiter, ne? Also es läuft nicht ab. Das sollte nicht so sein. Und wir werden das irgendwie noch in diesem Video integrieren, aber ihr werdet am Ende diesen wundervollen Anhänger gewinnen können. Was ihr dafür machen müsst, weiß ich noch nicht. Bis jetzt auf dieser Tour erst 3-mal auf dem Kopf gelandet. Mal schauen, ob noch ein 4. oder 5. Mal dazu kommt. Aber ich habe das Ding voll unter Kontrolle. wir hoffen mal nicht. Ist 1 Millimeter, was du hier am Platz hast. Ja, das schleift ja auch die ganze Zeit, deswegen ist das ja auch der einzige Teil vom Reifen, der sauber ist. Hi, ich komme hier direkt aus dem Schnitt und wer wirklich Bock auf diesen scheiß Anhänger hat, der wirklich nicht guter Zustand hat, dann schreibt einfach gerne mal in die Kommentare, warum ihr gerade diesen Anhänger haben wollt. Und wir lesen uns den ganzen Scheiß durch und schauen, was ist der geilste Kommentar und der bekommt das Ding. Die einzige Bedingung ist, ihr müsst das Teil halt in Bad Salzung abholen, weil wir werden das nicht irgendwo hinfahren. Ja, und wenn ihr wirklich Bock auf den Anhänger habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und wir freuen uns schon darauf zu lesen, was für einen Scheiß ihr damit vorhabt. Das Moped steht. Hallo! Alter! Jetzt mindert nicht noch das Wert des Anhängers. Warte kurz. Du sollst nicht den Wert von dem Anhänger mindern. So, jetzt habe ich's. Ja, dann bauen wir mal wieder zusammen. Da drüben ist schon jemand sehr grimmig am Gucken. Und dann fahren wir weiter. So ein Blödmann! Es ist ein trauriger Moment erreicht. Erstens, meine Haare sehen Turbo-Arsch aus und zweitens müssen wir uns jetzt leider verabschieden. Ja, für mich geht's jetzt nach Erfurt. Die anderen fahren jetzt noch weiter. Wie war deine erste Experience mit dieser Gruppe? Oh, auf jeden Fall eine wilde Fahrt, muss ich sagen. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Und, Würdest du es weiterempfehlen? ich würde es jedem weiterempfehlen. Übrigens, alle, die gesagt haben, das Ding kriegt einen Fresser wegen den Taschen da vorne, das ist ein neuer Zylinder, der hat keinen Fresser bekommen. Ja, für uns geht es jetzt noch 60 Kilometer, oder? Na. Doch, doch. 58. Siehst du, Ja. hab ich gesagt. Nicht ganz, Digga. Hab ich gesagt. Ich hab gesagt, Dein nicht Pimmel ganz. ist auch nicht ganz 9 cm lang. Ja, dann. Hier nur, tu das mal bei Es war mir eine Ehre. Jo, Leute.
Unsere Tour neigt sich wohl oder übel langsam dem Ende. Aber es wäre ja keine Tour von uns, wenn nicht mindestens einem kurz vor dem Ziel der Sprit ausgeht. Diesmal hat es mich erwischt, aber zum Glück genau vor einer Tanke. Wer kommt denn da hinten angerollt? Wer kommt denn da hinten angerollt? Wer kommt da hinten angerollt? Was ist denn los, Großer? Was ist denn los? Hä? Schaff ich doch noch damit bis nach Eisenach. Ich mache meine auch nochmal voll. Also, der allerletzte Tankstopp der Tour. Und hier hat alles begonnen vor einer Woche, 2 Wochen glaube ich, keine Ahnung. Kommt ein Pferd in der Bar, sagt der Barkeeper, jo, wir sind jetzt zurück in Eisenach, war cool, nur ein Unfall, der halt, ja, das war halt nicht demjenigen, also es war nicht unsere Schuld auf jeden Fall. Abonnieren, liken und Kommentare schreiben, weißt du, schreibt mal eure Lieblingsfarbe in die Kommentare. Und wann ihr geboren seid und eure Kreditkarten, also eure IBAN wäre auch korrekt und die CVC hinten auch, Digga, das wäre mies für Algorithmus. Sonst wünsche ich euch ein schönes weiteres Leben.